Heute im Video die Restaurierung unserer Panama-grünen Trabant 601S Limousine. Wir zeigen den Weg von der verschlissenen Ausgangsbasis zum Trabant Neuwagen. Dass dieses Auto den Weg zu uns gefunden hat, war reiner Zufall. Jemand konnte oder wollte die Restaurierung nicht zu Ende bringen. Der Aufwand erschien ihm zu groß. So landete der Trabant bei uns. Das Fahrzeug wurde im Dezember 1989 in Zwickau produziert, als der Wendeherbst bereits vorbei und die Grenze geöffnet war. Am 4. Januar 1990 wurde der Trabant erstmals zugelassen. Eine papyrusweiße Sonderwunschlimousine mit mittlerer Ausstattung. Bis 1999 war das Auto im Alltag unterwegs, in den letzten Betriebsjahren mehr verschlissen als gepflegt. Bei der Übernahme des Fahrzeuges durch die Trabant-Vermietung Sachsen erwies sich die Karosserie als recht gut im Zustand, jedenfalls besser als manch anderer Trabant. Doch die Technik war maximal verschlissen. Motor und Fahrwerk befanden sich in denkbar schlechtem Zustand. Niemand hatte in den letzten aktiven Jahren des Autos einen Gedanken an regelmäßige Pflege verschwendet. Wichtiger waren große Heckscheibenaufkleber und eine Dachantenne, für die ein Loch ins Kunststoffdach gebohrt wurde. Für uns konnte dieser Trabant deshalb nur eine Restaurierungsbasis sein, daran bestand kein Zweifel. Und wir beschlossen, ihn nicht erneut in Papyrusweiß zu lackieren, sondern wählten Panama-Grün als neuen Farbton. Wie immer war der erste Schritt die vollständige Zerlegung des Fahrzeugs. Vollständig im Wortsinne. Alle Bauteile wurden ausgebaut und zerlegt, die Kunststoffbeplankung der Karosserie demontiert und dann das Stahlskelett dem Sandstrahler übergeben. Danach folgten die notwendigen Schweißarbeiten. Erneutes Sandstrahlen und die Grundierung der Stahlblechkarosserie mit Epoxy-Zinkgrund. Hierauf wurden am Unterboden 5 Schichten Material aufgetragen. Nach einer zusätzlichen Schicht Epoxy-Grundierung erfolgte eine Lackierung. Die Nähte wurden abgedichtet und überlackierbarer Steinschlagschutz konnte aufgetragen werden. Hierauf folgte eine weitere, finale Lage 2 Komponenten Decklack. Ebenfalls lackiert wurden alle Blechbereiche, die später unterm Kunststoff verschwinden. Nach der Montage der Duroplast-Teile kam die Karosserie zum Lackierer. Nach dem Lack erfolgte eine gründliche Hohlraumversiegelung des Fahrzeugs mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett. Danach konnte die Montage erfolgen. Zwischenzeitlich waren alle Baugruppen aufgearbeitet, das Getriebe regeneriert, der Motor komplett neu aufgebaut, Drehschieberflächen und Dichtflächen des Kurbelgehäuses wurden nachgearbeitet, eine neue Kurbelwelle und ein neuer Satz Zylinder mit Kolben kamen zum Einsatz. Fahrwerksteile, Achsen und diverse Bauteile für den Motorraum waren sandgestrahlt und schwarz pulverbeschichtet. Alle Buchsen, Lager und Gummiteile wurden durch Neuteile ersetzt, die Bremsanlage ebenfalls. Die gestrahlten und beschichteten Felgen erhielten neue Reifen, eine neue Abgasanlage und eine Anhängerkupplung wurden montiert. Einsteigen, starten und Geschichte erleben.
Der Trabant, ein Stück automobiles Kulturgut, das du selbst fahren kannst. TVS Trabantvermietung Sachsen, dein Erlebnis im Original. Und im Onlineshop echte Ostprodukte zum Entdecken und Mitnehmen. Jetzt erleben, jetzt buchen, jetzt entdecken. Zuletzt erfolgte die Hauptuntersuchung mit dem Oldtimer-Gutachten fürs H-Kennzeichen und der Trabant wurde wieder zugelassen. Heute ist er mit dem Kennzeichen RLTV1 das Flaggschiff der TVS Trabantvermietung Sachsen und hat schon vielen unserer Gäste Freude bereitet. Mehr zum Fahrzeug gibt's auf unserer Webseite www.trabantvermietungsachsen.de. Auch bei Google findet man Fotos des Autos, die unsere Gäste hochgeladen haben.